Italien hat heuer 2 Kulturhauptstädte im Norden, Gorizia, Görz, gemeinsam mit dem slowenischen Nova Gorica, und ganz im Süden Agrigento auf Sizilien, gemeinsam mit der italienischen Insel Lampedusa. Lampedusa ist vor allem bekannt, weil dort jedes Jahr zigtausende Migranten und Geflüchtete anlanden. Aber es ist auch ein Tourismusmagnet. Dieses Spannungsfeld behandelt die Wiener Künstlerin und Aktivistin Tanja Buccal. Harmonie und Konflikt. Die italienische Kulturhauptstadt Agrigento und Lampedusa. Im Vorjahr sind 66.000 Migranten und Geflüchtete in Italien angekommen. Die überwiegende Mehrheit auf Lampedusa. Heuer steigen die Zahlen leicht. An manchen Tagen kommt zwar kein Boot, vergangenen Dienstag waren es aber aufgrund des guten Wetters besonders viele. Derzeit sind 435 Personen hier. Seit Mitternacht kamen 9 Boote. Die Migrantinnen sind nur 24 bis 36 Stunden hier. Bis Mitternacht sind an jenem Tag insgesamt 12 Boote angekommen mit rund 660 Personen. Die vielen Touristen in der Fußgängerzone der Via Roma auf Lampedusa bekommen davon allerdings nichts mit. Nur was man im Fernsehen sieht. Hier haben wir nichts dergleichen gesehen. Wir haben nichts davon mitbekommen. Auf den Stränden sind die Migranten nicht. Es gibt viel Polizei, die Insel ist ruhig, keine Probleme. Ich habe nur ein paar Slogans zum Migrationsthema gelesen auf den Mauern hier. Mir scheint, die Gastfreundschaft ist ein Charakteristikum dieser Insel. Gastfreundschaft heißt hier Zusammenarbeit von Küstenwache, Grenzschutzagentur Frontex und Rotem Kreuz. Die Wiener Künstlerin Tanja Buccal will das durch eine Lichtinstallation ins Bewusstsein rücken. Im Sommer gibt es hier 22.000 Touristen pro Woche. Die feiern alle auf der Via Roma hier. Und diese Lichtinstallation soll praktisch optisch Via Roma mit dem Molo verbinden, wo die Migranten ankommen, um zu zeigen, dass Lampedusa nicht endet am Ende der Via Roma. Im Bürgermeisteramt hingegen freut man sich, wenn die Touristen von der Migration nichts mitbekommen. Früher ist hier und da ein Boot angekommen, jetzt manchmal 10 am Tag, und deshalb gibt es diese Organisationen, die das optimal abwickeln. Dazu gehört auch, dass die MigrantInnen rasch an einen versteckten Ort geführt werden, den sogenannten Hotspot, von privaten Seenotrettern auch Knast genannt. Sie geben der Abschottungspolitik der EU die Schuld daran, dass Menschen ihr Leben riskieren. Vor kurzem sind ein Erwachsener und 2 Kleinkinder gestorben. Die Menschen waren alle wahnsinnig erschöpft. Ich war bei der Disembarkation hier, wo die Leute ausgestiegen sind. Die konnten kaum selber gehen. Die Eltern haben berichtet, dass die Kinder wahrscheinlich verdurstet sind. Das sind schon sehr dramatische Ereignisse, die einem auf jeden Fall auch im Gedächtnis bleiben. 2020 musste auf Lampedusa ein 6 Monate alter Bub begraben werden. Das Motiv von seinem Grabstein stickt Tanja Buccal nach der Vienna Petit Point-Methode. 100 Stiche pro Quadratzentimeter. Letztlich soll daraus ein Paar Babyschuhe entstehen. Wenn Menschen hier ankommen, haben sie keine Schuhe an. Und eine Idee war, den Menschen ihre Schuhe zurückzugeben. Und es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass so kleine Babyschuhe im Biedermeier, gerade in Österreich, angefertigt wurden für die Kinder von sehr reichen Menschen. Also das heißt, da saßen dann Stickerinnen und haben die angefertigt in hunderten Stunden von Arbeit. Und meine Idee war, Yusuf solche Schuhe zu geben. Seit 7 Monaten lebt die Künstlerin großteils auf Lampedusa. Durch Workshops, Exkursionen und Events versucht Buccal, unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zusammenzubringen. Einheimische, Fischer, Zugezogene, Seenotretter, Polizisten. Die oft belasteten Beziehungen zwischen diesen Gruppen bezeichnet sie als riparabile, reparierbar. Eines der Projekte: Buccal hat einen aufgelösten Bocciaplatz wieder errichtet. Die Älteren hatten keine Freizeitbeschäftigung mehr. Hier verbringen sie ihre Zeit in Gesellschaft statt zu Hause. Ich war in der Bar Paradise und die älteren Leute haben alle vom ehemaligen Bocciaplatz geschwärmt. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache einen neuen. Ob man das jetzt Kunstprojekt nennt oder Sozialprojekt, das ist mir nicht wichtig. Sie hat sich toll integriert und hat viel für Lampedusa gemacht, wo sie doch so weit herkommt.
Doch der Bürgermeister findet das kleine Projekt kaum der Rede wert. Er kritisiert die Kulturhauptstadt. Es waren Ausstellungen geplant, Events, ein Katamaran, der Menschen retten sollte. Lampedusa sollte bei der UNESCO eingereicht werden für seine Gesten der Gastfreundschaft, als immaterielles Weltkulturerbe der Menschlichkeit. Aber bis jetzt ist nichts davon realisiert. Auf Sizilien und Lampedusa sei man es offenbar nicht gewohnt, mit internationalen Kunstschaffenden zu arbeiten, sagt Bukal. Die bürokratischen Hürden seien enorm. Sie hat ihr Kulturhauptstadtprojekt ohne Vertrag und ohne Vorschuss begonnen. Ich habe irgendwann beschlossen, ich kann nicht mehr länger warten. Also habe ich zu arbeiten angefangen, weil mir das Projekt sehr, sehr wichtig war. Und ich habe jetzt das erste Mal vor 1,5 Wochen etwas Geld gesehen. Noch lange nicht alles, was ich bereits ausgegeben habe. Und es wird noch ein bisschen dauern, bis ich weiteres Geld sehe. Kraft zieht die Künstlerin aus der Arbeit mit FlüchtlingshelferInnen und MigrantInnen, sei es vor deren Abreise Richtung Sizilien oder auch auf der Mole oder am Strand gleich nach der Ankunft auf Lampedusa. Die meisten Leute, wenn sie ankommen, brauchen mal so 10, 15 Minuten, bis sie realisieren, dass sie hier sind, dass sie einen ganz großen Teil der Reise geschafft haben. Und dann passieren ganz unterschiedliche Dinge. Die Leute fangen an zu lachen, die Leute fangen an, sich zu umarmen, die Leute fangen teilweise auch an zu weinen oder sie fangen an, einem die gesamte Geschichte dieser Reise zu erzählen. Ihr sei es wichtig, sich die Freude bewusst zu machen, dass die Geflüchteten ein Ziel erreicht haben, auch wenn sie einer weiterhin ungewissen Zukunft entgegengehen.